Es gibt Neuigkeiten und ich möchte euch mit diesem Video auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Und ja, heute Abend um 18 Uhr kommt ganz normal ein kleines Tutorial. Aber ja, was gibt es Neues? Zuerst einmal möchte ich auf Twitch zu sprechen kommen. Ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, der ein oder andere. Ich werde von YouTube-Livestreams auf Twitch-Livestreams umsteigen. Und zwar möchte ich dort dann nahezu jede Woche, nicht immer jede Woche, aber hoffentlich fast jede Woche einen Stream machen, meistens freitags, in dem ich dann, in dem Fall momentan Pocket Party, weiter programmiere. Und warum mache ich das auf Twitch? Und einige werden sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen ärgern. Ganz einfach. Es gibt super viele Möglichkeiten auf Twitch auch das Ganze interaktiv zu machen. Ich kann zum Beispiel nicht nur Umfragen erstellen, sondern tatsächlich auch sagen, dass ihr in eurem Twitch-Livestream, wenn ihr guckt, ein Design anfertigen könnt und mir es zuschicken könnt. Und das geht super schnell, ohne Formulare, ohne alles. Das kann man mit Twitch machen. Deswegen gehe ich auf Twitch rüber und wenn jetzt ihr sagt, nee, Twitch ist nicht so meine Sache, habe ich auch sowieso nicht. Kein Problem, ihr könnt auch unten einfach in der Videobeschreibung auf den Link klicken und dann kommt ihr einfach automatisch zu meiner Twitch-Seite, denn Twitch gibt es auch einfach im Internetbrowser. Das ist kein Problem und dort werde ich dann nahezu wöchentlich einen Stream machen, in dem ich eine App weiter programmiere und in dem Fall ist es momentan Pocket Party. Ja, dann kommen wir zu Discord. Die meisten wissen es ja schon, wir haben einen Discord-Server und momentan haben wir auch eine Neuigkeit dort und zwar haben wir einen Support erstellt und zwar haben wir jetzt ein kleines Team, welches mittlerweile gut eingearbeitet ist in Pocket Code und helfen kann. Und wie macht man das Ganze? Wir haben tatsächlich einen Kanal erstellt, in dem man, wenn man auf einen Button drückt, dann der Support tatsächlich kontaktiert wird. Man kann in einen Sprachkanal gehen oder aber auch in einen Textkanal und dann wird einem dort von professioneller Hilfe eben geholfen. Zudem könnt ihr auch in Discord immer wieder News zu Pocket Code erfahren. Das heißt, wenn es ein neues Update zum Beispiel gibt oder wenn es irgendwas Besonderes in Pocket Code in dem Moment gibt, dann kriegt ihr dort die News. Oder es gibt auch Umfragen, zum Beispiel sowas wie, was ihr als nächstes sehen möchtet oder so. Das gibt es teilweise auch hier auf Discord. Dort frage ich immer die Community. Außerdem könnt ihr euch super gerne auch austauschen. Die sind alle super nett dort und es gibt die Möglichkeit, seine eigenen Apps dort zu bewerben. Das heißt, es gibt einen App-Share. Dort könnt ihr euren Link reinsenden und wenn jemand Interesse daran hat, dann wird er sich auch diese App downloaden und das wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ja, also, nochmal kurz dazu, der Support, der ist dafür da, um euch zu helfen. Ihr braucht euch davor nicht irgendwie zu schämen oder sonst was. Klickt einfach auf den Button und wenn ihr Glück habt, dann ist gerade jemand vom Support da und der kann euch dann einfach helfen. Ja, dann kommen wir noch kurz zur Medienbibliothek und dort gibt es auch coole Neuigkeiten und zwar haben wir jetzt eine neue Kategorie namens Sounds und ja, das ist wirklich cool, denn wir haben tatsächlich viele coole neue Sounds, die ihr in eure Spiele einbauen könnt und das Ganze auch kostenlos herunterladen könnt. Außerdem brauchen wir noch Designer, das heißt, wenn du unbedingt mal mithelfen möchtest, ein paar Designs oder Sounds hochladen möchtest bei uns in die Medienbibliothek, dann freue ich mich, dann kontaktiert mich doch einfach, dann kann ich euch die Rechte auch für die Medienbibliothek geben. Zu guter Letzt eine nicht so ganz erfreuliche Nachricht, eventuell, und zwar geht es hierbei um Ninja Run. Und naja, wie soll ich sagen, momentan habe ich eben 7 Apps gleichzeitig am Laufen, sprich Pocket Party und noch ganz, ganz viele andere Apps. Und da kann es natürlich dazu kommen, dass Ninja Run sich doch nochmal um 1-2 Monate nach hinten verschiebt. Ninja Run soll nicht einfach so eine App sein, die einfach mal hingeklatscht ist, sondern ich möchte wirklich sehr, sehr viel Zeit in Ninja Run reinstecken, damit diese App auch tatsächlich eventuell Play Store reif ist. Das sage ich jetzt nur mal so vorab, ne? Also Ninja Run wird höchstwahrscheinlich auch irgendwann mal in den Play Stores veröffentlicht werden. Und deshalb möchte ich dort gleich sagen, Ninja Run braucht Ewigkeiten Zeit und deswegen möchte ich nicht das super schnell durchhämmern, damit ihr euren Content kriegt, sondern ich möchte wirklich mir Mühe geben für diese App, damit das Ganze auch wirklich gut ankommt. Ihr habt es schon im Trailer gesehen, es werden über 20 Level sein und viele, viele coole Sachen. Ich habe mir auch tatsächlich viele Lizenzen gekauft dafür, also dort steckt wirklich richtig, richtig viel Mühe drin und deswegen wird sich das eventuell nochmal verschieben, damit ich die anderen Apps als erstes fertig machen kann und wenn ich Zeit habe dann und den Kopf komplett frei habe, dann kommt Ninja Run an die Reihe und dann werdet ihr auch eure schönen Making-ofs kriegen und irgendwann auch die ganze App.
Ja, soweit dazu. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören und wir sehen uns dann nachher um 18 Uhr wieder mit einem Tutorial, wie man sein Spiel pausiert. Ciao!